Es gibt halt nicht Schublade auf, Bauteil zack, Bauteil hier, zusammenschrauben, fertig. Funktioniert hier nicht. Moin Moin aus dem Miniaturwunderland. Wir stehen hier auf einer Baustelle und zwar für die neue Kirmes. Wir haben vor 18 Jahren schon eine eingebaut. Die ist immer noch da, aber hat leider in die Jahre gekommen. Wir können heutzutage einfach deutlich bessere, neuere Technik verwenden, sind also innovativer und wir können den Gast interaktiv mit einbinden. Weil wir einfach diesmal eine bauen können, die wirklich knallt, wo alles blitzt und blinkt und sich 1000 Sachen drehen, was einfach viel spektakulärer ist. Ich stehe jetzt hier an einem relativ großen Loch. Es gab schon damals die Idee, eine Wildwasserbahn zu bauen, was damals nicht ganz geklappt hat, weil der im Dauerbetrieb das einfach nicht ganz standgehalten hat, weil es nur ein Baukasten war. Und jetzt war es so ein bisschen meine Mission zu sagen, ich kann es. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich kann, aber Versuch macht klug. Wir wären ja nicht das Wunderland, wenn wir es nicht aber machen würden. Weil es ist einfach schwierig, wir haben halt echtes Wasser mit drin natürlich. Der Baukasten ist zwar heute noch der gleiche, aber wir sind einfach in der Technik so viel weiter, dass ich mich der Sache jetzt angenommen habe. In der Hoffnung, es zu schaffen, dass man wirklich im Dauerbetrieb eine Wildwasserbahn hat. Ich habe hier meine Aluplatte, die habe ich gefertigt, um die Wildwasserbahn, die momentan von Fadi gefertigt wird, aufzuschrauben. Genauso werde ich die Antriebe draufschrauben. Die von Original von Faller sind nicht so für den Dauerbetrieb ausgelegt, dementsprechend fertige ich die selber. Dazu kommt, dass ich das Fördersystem für das Wasser selber ein bisschen abgeändert habe. Ich werde einen Kanister unterm Tisch haben. Das heißt, ich werde auch hier Schlauchnippel und dergleichen anschrauben, um den Kontakt zwischen oben auf der Anlage und unter der Anlage mit Schläuchen herstellen. Einen Antrieb habe ich schon gebaut. Das wird später so da stehen. Dann werden hier die Boote hochgefahren. Den habe ich quasi nachgebaut von dem Original. Das ist hier so ein Plastikgeraffel. Das funktioniert von 12 bis Mittag. Dementsprechend habe ich es neu gebaut. Und jetzt werde ich den zweiten bauen, weil wir haben 2 Durchläufe mit einem Antrieb dazwischen. Meine Hauptaufgabe war von Tag 1 eigentlich Flugzeuge, heißt Flugzeugwartung, Reparatur, Pflege, Neubauten, wenn dann welche neue kamen. Aber mittlerweile ist halt auch Knopfdruckreparatur und Neubauten auf meinem Zettel. Meine ersten Knopfdrücker bin ich nicht sicher genau was. Ich bin ja zu Italien im Prinzip in den Laden eingestiegen. Ich weiß, dass ich die Tuning-Werkstatt heißt das da in Italien und die Hubgarage, die habe ich gebaut. Wir haben die Tuning-Werkstatt auf jeden Fall kameramäßig auch begleitet. Das war in der Situation auf jeden Fall der coolste Knopfdrücker, den ich gebaut habe. So, ich habe jetzt meinen Alu hier. Da mache ich jetzt die Löcher rein, damit ich gleich die Kugellager einlassen kann für die Wellen. Brauchen wir hier noch so einen schicken Bohrer. Fertig. Jetzt werde ich hier Kugellager einlassen und die andere Hälfte bauen. Wenn man so ein Projekt startet, sind wir ja erstmal ganz viele. Das heißt, es wird besprochen jetzt, wir bauen folgenden Abschnitt oder eben eine Kirmes oder sonst was. Das heißt, wir sortieren dann im Team erstmal, was wird überhaupt gebaut, über mehrere Etappen. Hier ist es natürlich nicht so, dass jemand nichts zu tun hat. Dann wird geguckt, wer hat Kapazitäten, wer hat Skills. Also wenn es jetzt was mit viel Beleuchtung und Bildschirm, dann nimmt man eher nicht einen Mechaniker, der wenig Ahnung von Elektrik hat. Wir sortieren dann quasi im Team einfach, wo ist dieses Projekt am besten aufgehoben, wird am besten umgesetzt. Das Ding, was ich gerade gebohrt habe, da habe ich jetzt schon mal Kugellager eingebaut. Das werde ich jetzt komplett zusammenbauen, dass der Antrieb so wie der komplett fertig wird. Gestern haben wir die Antriebe komplett fertig montiert. Heute baue ich die Motoren an, damit wir mal eine Bewegung sehen und auch ein bisschen einschätzen können von der Geschwindigkeit her, ob das gut aussieht.
Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für so einen Motor entschieden. Der ist relativ schnell, weil wir über ein Winkelgetriebe hier mit dem Zahnrad noch was arbeiten. Ich baue es erstmal an und gucke mal, was passiert. Bisher habe ich ja nur geschätzt, dass es der richtige Motor ist. Das kontrolliere ich jetzt einmal im Trockenen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. So, jetzt haben wir hier eine Gondel, weil das ist natürlich sehr schwer zu sehen. Wir sehen, es dreht sich. Ich lege nur mal eine Gondel drauf. Wenn sie jetzt nicht durchrutschen würde, siehe da, Geschwindigkeit, da bin ich ganz guter Dinge, dass das hinterher ganz gut aussieht. Den werden wir so einbauen. Den Traumjob als solches, den gab es für mich nie. Das ist mir fast unangenehm zu sagen, aber ich wollte Bastler sein. Halt so ein bisschen meine eigene Welt schaffen, was bauen, wie ich es halt gerade brauche. Und jetzt kommt es nämlich, das tue ich im Prinzip ja hier. Ich habe ja hier wirklich wenig Gesetze, das heißt, du musst jetzt nach dem und dem Plan arbeiten. Ja, ich habe räumliche Bedingungen oder zeitliche Bedingungen, aber wie ich was umsetze, ist völlig egal. Von daher ist das, wenn ich in so einem Projekt drin bin, ist das im Prinzip schon beinahe ein Traumjob. Die Antriebe sind montiert, die Bahn ist auf die Platte montiert, meine Schlauchnippel, wie anfangs erwähnt, sind alle montiert. Jetzt geht es daran, dass ich die Schläuche vernünftig drunter lege, dass ich hier durch diesen Schlauch von unter der Anlage Wasser hier reinkriege. Das mache ich jetzt. Wir haben generell im Bereich Knopfdrücker halt alle Freiheiten der Welt. Wenn wir jetzt neu bauen zum Beispiel, das ist halt was ich halt total cool finde, dass du wirklich alleine gelassen, also nicht alleine gelassen, aber mach du mal und da wird schon was Geiles bei rauskommen, dass du dann wirklich alles selber planst, detaillierst, dir irgendwas baust, was wegschmeißt, was Neues baust, was hinbaust mit Motoren, mit Getrieben, mit irgendwas zaubern, weil es gibt halt nicht Schublade auf, Bauteil zack, Bauteil hier, zusammenschrauben, fertig. Funktioniert hier nicht. Die Schläuche sind jetzt montiert. Ich habe meine Pumpen hier angeschlossen, soweit, dass wir es testen können. Das Gestell wird später wahrscheinlich im Müll landen. Aber ich würde sagen, wir können jetzt mal probieren, ob das so funktioniert und gut aussieht. Im Test nehme ich jetzt Leitungswasser. Im Original später werde ich destilliertes Wasser benutzen, weil ich Sorge habe, dass eventueller Dreck sowieso ja später sein wird. Aber destilliertes Wasser beinhaltet keine Inhaltsstoffe in Form von Salz, Mineralien und dergleichen. Sprich, es könnte sein, dass wir länger klarkommen ohne Gammel, Rost und dergleichen. So, ich habe hier meine eingestellten 12 Volt, das heißt, das kann ich die Pumpen mal anfahren. Ob vielleicht schon Wasser kommt. Oh ja. Hier geht was nicht. Ich habe jetzt hier gerade festgestellt, dass eine von meinen Pumpen scheinbar nicht funktioniert. Ich höre sie, aber sie fördert nicht. Und jetzt baue ich aber eine neue ein, weil ich möchte jetzt endlich mal wissen, ob das ganze Konstrukt hier funktioniert. Ich würde es nicht als Nerd betiteln, also man wird durch diesen Job nicht unbedingt Nerd, aber man verändert sein Augenmerk mal. Als ich angefangen habe, hatte ich keine Ahnung von Flugzeugen, ich bin nicht mal geflogen mit so einem Ding. Mittlerweile erwische ich mich halt dann doch mal selber, dass ich halt irgendwie irgendwo auf der Straße stehe und so, oh, das war ein A320 von Air Berlin, die fliegen doch gar nicht mehr eigentlich. Also so eine Sachen. Anderes Beispiel, was ich selber erkannt habe, wo ich dachte so, oh nein, wenn man durch die Straßen spazieren geht
man anfängt auf Laternen zu achten. Dass jetzt in einem Park andere Laternen stehen als an der Straße. Da ist dann wirklich schon dieses so, oh, wie konnte das denn passieren? Wie man sehen kann, funktioniert es schon ganz gut. Ich bin beinahe ein bisschen überrascht, dass es doch schon so gut funktioniert. Außer leichte Undichtigkeiten, das würde ich dann im Original nochmal ändern. Aber es geht ja jetzt gerade erstmal um die Technik. Das funktioniert. Ich würde das jetzt einfach ein bisschen Test fahren und abwarten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzugucken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns Ende April zur Eröffnung dann sehen mit einer fertigen Wasserbahn.